Ich werde euch ein paar Tipps geben heute einmal, wie ihr ein Arpeggio in dieser Art hinbekommt. Es geht bei Technikübungen generell immer darum, sich selber irgendwelche Aufgaben zu stellen, seinem Körper, seinen Fingern irgendwelche Aufgaben zu stellen, indem man ihm manche Hindernisse in den Weg legt, die man überwinden muss, um dann später in den einfachen Arpeggios zum Beispiel das Ganze umso souveräner zu meistern. Und einen Vorschlag, den ich euch machen würde, zum Beispiel ein Arpeggio, ganz verbreitetes Arpeggio, auch sehr gitarristisches Arpeggio, dass man nämlich mit dem Daumen anschlägt und dann Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und wieder zurück, Mittelfinger und Zeigefinger. Das ist die Basis. Wie man das am besten üben kann, wichtig ist es auf jeden Fall, dass man bei solch einem Arpeggio, das ich sage gern nach außen anfängt, sprich wo man die Finger, einen Finger nach den anderen nach außen anschlägt, dass man die Finger auf die Seiten legt, die man auch danach anschlagen wird. Sprich, in dem Fall liegt bei mir der Daumen schon auf der E-Seite bereit, der Zeigefinger auf der G-Seite, der Mittelfinger auf der H-Seite und der Ringfinger auf der E-Seite, auf der hohen E-Seite, und dann schlägt der Daumen an. Bei mir und im Flamenco wäre das sehr üblich, bleibt der Daumen liegen auf der nächsten Seite, er kann aber auch in der Luft bleiben, ich lasse ihn jetzt mal liegen. Und dann kommt der Zeigefinger, freier Anschlag, Mittelfinger, Ringfinger, und jetzt sind sie alle in der Luft. Wir gehen wieder zurück mit dem Mittelfinger und dem Zeigefinger, und bevor wir das nächste Arpeggio machen, legen wir alle wieder drauf. Man kann ein solches Arpeggio rhythmisch unterschiedlich darstellen. Man könnte es als Dreivierteltakt machen, das heißt 1 und 2 und 3 und. Dann hat man 3 Betonungen, der erste, 1 und, der zweite und 3 und. Das heißt, es ist der Daumen und der Mittelfinger immer betont. Das klingt dann, wenn ich es übertrieben spiele, so. Das ist das eine. Die andere Möglichkeit wäre, eine Sextole daraus zu machen, und da ist dann der Ringfinger, der betonte, und der Daumen. Das heißt, es wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Fühlt sich etwas anders an. Das erste nochmal wäre das zweite. Was jetzt öfters schief läuft bei diesem Arpeggio, oder bei allen Arpeggios eigentlich, dass sie rhythmisch nicht exakt sind. Also ich würde erst einmal empfehlen, mit diesen 2 verschiedenen Betonungen ganz genau zu üben. Dazu als Anregung auch, es schadet gar nichts, wenn man die Saiten einmal abdämpft und das Arpeggio auf abgedämpften Saiten spielt, das heißt ohne dass ein Ton dabei entsteht. Das wird dann so klingen. Und wenn man es ganz regelmäßig macht, und bei abgedämpften Saiten kann man dann den Rhythmus sehr gut erkennen und kann genau erkennen, ob die auch wirklich alle regelmäßig laufen. Weil oft ist es ein Fehler, dass man irgendwelche Stolperer drinnen hat und die verhindern damit dann, dass man jemals schneller wird, oder es wird dann unsauber. Ein anderer Aspekt, auf den es unbedingt zu achten gilt, die sind relativ einfach noch. Die funktionieren irgendwann fast automatisch, aber das Problem ist das Zurückkommen von diesen beiden Fingern. Dann passiert es oft, dass man zwar nach außen noch runter
aber plötzlich dann beim Zurückgehen, die werden dann leiser oder sie greifen daneben oder sie klingen gar nicht mehr, das Ganze fängt an zu stolpern und es wird kein rundes, schönes Arpeggio mehr. Das heißt, ich würde euch wirklich empfehlen, egal ob mit klingender Gitarre oder auf abgedämpften Saiten, konzentriert euch auf diese beiden Finger und ob die auch wirklich richtig zurückkommen. Genau dazu dient ja das, was ich vorher gesagt habe, diese verschiedenen Betonungen, weil plötzlich der Mittelfinger eine Betonung hat in der Abwärtsbewegung vom Arpeggio, kriegt er mehr Bedeutung und man achtet mehr drauf. Also wenn das Arpeggio nicht läuft oder wenn ihr seht, ja es geht, aber ich werde nicht schneller oder vor allem beim schneller werden, da fange ich das Stolpern an. Ich denke, sehr oft liegt der Grund bei diesen zwei Fingern dann. Oder auch im Sechston. Die müssen immer kommen. Einen Vorschlag, den ich euch machen würde, zum Beispiel, übt das Arpeggio einmal in dieser Art. Ich spiele jetzt im Dreivierteltakt, das heißt betont ist der Daumen und die beiden Mittelfinger. Und auf den unteren, tieferen 4 Saiten. Ne? Das spiele ich ganz langsam und regelmäßig durch. Als nächstes bleiben Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger gleich, aber mit dem Ringfinger gehe ich auf die H-Seite. Und das gleiche, aber der Ringfinger geht auf die hohe E-Seite. Und wieder zurück mit dem Ringfinger. Das dient dazu, erstens mal natürlich die Fingerspreizung besser hinzukriegen, aber es hilft auch eine Menge, wenn ihr da oben mit dem Ringfinger spielt, diese Bewegung der zwei Finger, Mittel- und Zeigefinger noch ganz bewusst dran zu hängen. Darauf gilt es eben zu achten und dadurch werden die auch viel selbstverständlicher. Dann kann man machen, jetzt ist der Ringfinger auf der hohen E-Seite, die Finger liegen drauf und wir machen das Arpeggio. Und jetzt gehen wir auch noch mit dem Mittelfinger einen rauf auf die G-Seite, haben also immer zwischen den jeweils beiden Fingern eine Seite dazwischen, das klingt dann so. Immer auf dem I-Dur mache ich es jetzt, ihr könnt nehmen, was ihr wollt, welche Akkorde euch lieber sind. Ich lasse im Moment den I-Dur liegen. Mittelfinger auf der G-Seite. Jetzt gehe ich mit dem Mittelfinger auf die H-Seite. Und jetzt, ihr könnt es euch schon vorstellen wahrscheinlich, hole ich den Zeigefinger nach und gehe mit dem Zeigefinger auf die D-Seite. Nochmal auf der A-Seite zuerst der Zeigefinger. Jetzt auf die D-Seite. Und jetzt gehe ich ganz runter mit dem Zeigefinger. Jetzt habe ich unten wieder die 3 Finger geschlossen. Hier. Und so weiter. Ich würde empfehlen, wie bei den meisten Technikübungen, das ganz langsam zu machen, ganz kontrolliert zu machen. Euer Körper muss sich daran gewöhnen, ihr müsst eurem Körper das beibringen. Und je genauer ihr das übt, je langsamer und fehlerfreier ihr das übt, desto schneller wird er es lernen, weil wenn ihr immer wieder Fehler macht, ist klar, dann wissen die Finger, weiß der Körper nicht mehr so genau, was ist jetzt richtig, was muss ich machen. Ihr müsst eine ganz regelmäßige Bewegung einüben. Es liegt natürlich nahe, gerade bei dieser Übung ein Metronom zu benutzen. Und zwar zu dem Zweck, damit uns das Metronom bremst. Es geht nicht beim Spielen mit Metronom darum, möglichst auf Geschwindigkeit zu kommen, sondern es geht darum, einen gleichmäßigen Rhythmus zu halten und sich bremsen zu lassen, sich kontrollieren zu lassen vom Metronom, damit man nicht davonläuft und meint, ja, es läuft und plötzlich wird man schneller und es fängt wieder das Stolpern an.
Das heißt, wenn ihr regelmäßig übt mit Metronom, dann könnt ihr das bei dieser Betonung, bei dem Dreivierteltakt, wäre das zum Beispiel ein Metronom, das auf 3 Schläge eingestellt ist. Bei 6/8 wären es 2 Schläge. Und so weiter. Es gäbe noch viele Möglichkeiten, wie man so eine Übung gestalten kann, um einfach seine Finger immer wieder auf Neues vorzubereiten, beweglich zu halten und letztlich dann auch auf Geschwindigkeit zu kommen. Aber die Geschwindigkeit, die kommt dann, wenn man es gut kann, wenn man es gut geübt hat und exakt geübt hat, fast von allein. Also da braucht man sich jetzt erstmal keine Sorgen machen. Wichtig ist, eine klare und sichere Bewegung zu machen. Ja, zum Abschluss möchte ich euch noch einen Videokurs empfehlen. Wer Lust hat, schaut euch einmal was an. Ihr könnt eine Vorschau davon mal ansehen. Darin werden verschiedene Themen behandelt, worum es im Flamenco geht. Anhand vor allem eines Flamenco-Stils, nämlich der Soleá. In der Richtung. Da, ja, ähnlich wie jetzt im Arpeggio, lernt ihr einiges über Rasgueados, über Daumentechniken und weiteres. Ansonsten viel Spaß und übt ordentlich.